meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem meiner Hausbesuche. Heute bin ich in, ich sag die Stadt lieber mal nicht, weil ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Gerade standen wir ja schon draußen und da waren irgendwie 5 Fans oder so und das ist ein normaler, was haben wir heute, Donnerstag? Ja. Dieter, wie ist denn das sonst so, wenn die Leute wissen, wo du wohnst? Hast du da irgendwie immer Trauben von irgendwelchen Fans? Und Ja, also wochentags ist immer relativ ruhig hier. Und nur so an den Feiertagen, so Pfingsten, Ostern, Weihnachten und so, da ist schon, also das ist so Ausflugsort hier irgendwie geworden. So ein kleines Mecker. Da kommen die, also bei meinem Geburtstag im Februar, da waren bestimmt, also ich will nicht übertreiben, jetzt aber 100 oder 200 Fans waren schon hier. Also da ging das so die ganze Straße und da standen die Autos. Aber es ist schön, also haben wir ein bisschen gefeiert. Das freut dich oder ist es auch mal so, dass du sagst, hier Privatsphäre, da habe ich einen Zaun, da möchte ich... Ja, ich habe ja einen Zaun. Oder ich kann ja, aber ich meine, es steht mir ja frei, da jetzt hinzugehen oder so. Und ich gehe ja, klar, wenn die meisten, die kommen ja nicht hier aus der Umgebung, sondern die haben dann ja schon manchmal weite Anfahrten. Und dann kommst du dir ja auch vor wie ein Schwein, wenn die dir einfach stehen lassen würdest. Deshalb gehe ich schon raus und frage, also was wollte ich? Und die meisten wollen ja nur ein Autogramm, mal die Hände schütteln und so. Dann gehe ich raus und einige bringen dann natürlich auch Plattencover mit oder Fotos oder so. Ja, dann gehst du eben raus, redest ein bisschen mit denen und so. Und dann hat man ja immer noch Zeit für sich selber. Jetzt hast du uns ja hier eingeladen. Ihr seht jetzt hier nur eine mini kleine Ecke von dem, was dieses Haus noch so beherbergt an Räumen und Schönheit. Und ich freue mich natürlich, dass du uns auch hier direkt nach Hause einladen hast. Weil viele Leute sagen, ja, im Studio können wir es machen oder im Café können wir es machen. Bist du da auch so stolz drauf, dass du irgendwie sagst, hier, könnt ihr mal sehen, was ich gemacht habe, weil das habe ich mir nämlich alles selbst erarbeitet. Ist das irgendwie so ein bisschen für dich jetzt auch so ein Beweis, den du gerne nach außen trägst? Ja, also stolz bin ich schon drauf, was ich geschafft habe. Und aber auf der anderen Seite, also ich fühle mich hier auch am wohlsten. Und jetzt irgendwie mal wegen im Hilton oder was da rumzusitzen in so einer ollen Suite und so, das finde ich abartig. Und klar, wenn Richard Gere jetzt nach Deutschland kommt oder so, dann müssen die das ja im Hotel machen. Aber also ich wohne ja und ich habe das eigentlich viel lieber, dass die Leute hierher kommen. Und ich habe da auch irgendwie keine Geheimnisse oder irgendwie, also, weil ich habe da keine Probleme mit. Ja, wenn du dir das jetzt anguckst, also sagen wir jetzt mal von der Dreizimmerwohnung hochgearbeitet bis hierhin, bist du denn jetzt so glücklich, dass du sagst, jetzt fehlt mir gar nichts mehr? Ja, eigentlich ja. Also weil, wie gesagt, ich habe also jetzt mein Privatleben ein bisschen aufgeräumt und so und habe jetzt eben dieses wunderschöne Haus, habe eben die schönsten Autos, die man haben kann und so. Also viel mehr geht eigentlich nicht so. Und wenn du manchmal zum Beispiel von der Öffentlichkeit, der Respekt, der dir vielleicht entgegen hätte gebracht werden müssen für das, was du tust, ist vielleicht teilweise ausgeblieben. War das irgendwie, wenn du so Verrisse in der Presse liest oder überhaupt die Leute vielleicht auch deine frühere Arbeit betrachten, ist das was dich kränkt, wo du manchmal sagst, ich finde, ich hätte da mehr verdient und einerseits gibt es natürlich die Fans, aber andererseits gibt es ja immer die Kritiker und die Musikjournalisten und dann vielleicht eine ganz andere Front, ist das irgendwie? Ja, das kennen ja, guck mal, auf der einen Seite gibt es ja immer so Medienlieblinge und so irgendwelche Leute, die sehr kontrovers diskutiert werden. Du bist zum Beispiel Medienliebling, über dich schreiben wir alle nur was positiv, also 90% würde ich jedenfalls sagen. Und bei mir, wir haben den Leuten damals ja auch nur Anlass dafür gegeben. Wenn da also neben mir einer steht mit so einem blöden Nora-Schild und so, da müssen ja viele dann wirklich gedacht haben, also wir sind irre und das haben wir uns, glaube ich, auch selber damals, ich selber mir zuzuschreiben. Und diese Probleme, wegen Anerkennung oder so. Ich habe jetzt gerade im Fokus einen Bericht gelesen über George Michael, glaube ich, oder was im Spiegel, weiß ich nicht. Und der hat ja genau die gleichen Probleme. Dass er jetzt, ich will mich jetzt nicht mit George Michael vergleichen, aber der hat auch immer, Mann, ich wollte immer so weg von diesem Image und Credibility und weiß der Devil was. Also ich finde, was Schöneres kannst du auch nicht haben, als ich mache das jetzt 15 Jahre mit sehr, sehr viel Erfolg. Die Leute kaufen immer noch meine Platten und so. Das reicht mir eigentlich. Es wäre natürlich schöner gewesen, die hätten da jetzt auch noch gesagt, Mann, das ist alles ganz toll, was er macht. Aber ich meine, man kann eben nicht alles haben auf der Welt. Ne? Und warum meinst du, dass gerade du dann irgendwie rausgepickt wurdest, als sozusagen das Sündschaf, alle hören sich Blümchen an, alle hören sich das Modul an? Jetzt ist heutzutage ist es einfach so, jetzt im Moment und in den letzten 2 Jahren ist also Kommerzialität überhaupt nicht mehr irgendwie verfemt, will ich mal sagen. Also umso kommerzieller, umso besser. Und bei mir war es einfach, das Problem bei mir war, das war einfach zu groß und zu viel, was die Leute gestört hat. Also wenn du dann eben 6 Nummer 1 in Folge hast und 80 Hits in Folge und so, das war einfach, und dann noch so eine komische Band wie Modern Talking, da haben die Leute dann irgendwann gesagt, oh. Aber über die lachst du jetzt auch, ne? Ich merke das schon, wenn du da so drüber sprichst und erzählst von dem Irren mit dem Nora-Halskettchen. Also da habe ich das Gefühl, dass du dir vielleicht eure alten Videos anguckst und denkst dir... Ja, das habe ich damals nur gedacht. Ach, damals schon? Also ich konnte das nie so richtig, also die Musik fand ich immer mega geil.
bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, aber so ein Titel wie Your My Heart, Your My Soul fand ich immer mega geil, finde ihn immer noch geil. Aber wie wir das alles so, guck mal, es gibt für mich keinen großen Unterschied zwischen Pet Shop Boys und uns damals. Aber die haben das einfach ganz intellektuell verkauft. Ich meine, wenn wir eine Nummer gemacht hätten wie Go West, die hätten uns damals erschlagen. So eine alte Nummer von Village People, Go West, ich meine, das ist Marschmusik hoch 100. Oder heutzutage so Drill Instructor oder wer weiß was. Ich meine, kommerzieller geht's ja gar nicht mehr. Ne? Aber also damals, weißt du, das ändert sich ja im Moment auch so schnell. Da kommt die Band, hat man eine Nummer 1, da kommt die Band. Aber wir waren andauernd eine Nummer 1 nach der anderen. Und dann noch diese beiden Typen. Und dann sahen wir so komisch aus. Und einer blond und einer dunkelhaarig und so. Und Lipgloss und so. Und dann die Dieter Bohlen-Faust. Genau, ja. Ich habe mir da damals eben nur nichts bei gedacht. So, weißt du? Ich dachte nur, ja. Und das ging auch alles so schnell. Ich hatte auch gar keine Zeit, ehrlich gesagt, zum Denken. Aber du weißt schon, dass zum Beispiel die Dieter Bohlen-Faust und Brother Louis mit dem Finger, so dass das schon fast Kultstatus erreicht hat heutzutage. Ja, ich kenne ja so einen Tennisspieler, der macht auch mal so. Boris Becker ist der, glaube ich. Ne? Ja, aber deine Dieter Bohlen-Faust und die Gitarre, die nie zum Einsatz kam, die aber um deinen Hals herum hing, das ist heutzutage Kult geradezu. Also nur mal so also wenn ich alte Modern Talking Sachen sehe, dann freue ich mich sehr. Als ihr euch dann getrennt habt. Und eine Zusammenarbeit hat es ja in dem Sinne nicht gegeben damals. Also er hat eben gesungen und ich habe das alles gemacht. Das war eben die Zusammenarbeit. Sonst war da ja nichts an Zusammenarbeit. Ja gut, aber die Zeit zusammen aufgetreten. Ja, die Zeit war natürlich... Nee, auch nicht, weil die Auftritte waren ja so, Thomas hat den Auftritt gemacht und ich stand irgendwo hinten in der Kulisse. So war es ja mehr. Was? Faust. Den gemacht. Faust. Ja, und dann irgendwelche Kritiker sagen, Modern Talking musste dann leider gehen, weil, obwohl es vielleicht gutes Popmusikpotenzial hatte, sich ein Lied anhörte wie das andere. Du sagst, dass Thomas überhaupt nicht mehr zum Einsingen gekommen ist, sondern irgendwie sich 2 Stunden für eine Schallplatte Zeit genommen hat und danach irgendwie damit beschäftigt war, Geld auszugeben. Ja, das stimmt. Aber das Ding das hatte sich irgendwie totgelaufen. Das Problem war damals, ich war auch körperlich ziemlich angeschlagen. Also ich hatte Magengeschwür, mir ging es ganz schlecht durch diese ewigen Aufregungen in der Band. Und da habe ich einfach gesagt, Mann, ich muss das alleine jetzt versuchen. Und damals, also was war das, glaube ich, 87 oder 88 bin ich dann da eben ausgestiegen und haben wir eben gesagt, wir machen beide im Solo weiter. Und dann habe ich dann damals den Blue System gemacht. Manchmal, wenn ich mir halt die Texte anhöre, egal ob Modern Talking oder halt auch deine vom Blue System, dann frage ich mich irgendwie, wofür ist der Text eigentlich da? Ist das irgendwas, wo du dich wirklich entäußern willst? Also wo dann vielleicht irgendwelche Liebesgeschichten von dir verarbeitet werden? Oder ist es einfach, um die Musik zusammenzuhalten, um eine Gesangsmelodie zu haben, die gefüllt wird mit Wörtern? Was ist ja, das? Nummer 1 ist das natürlich, dass man natürlich schöne Worte suchen kann im Englischen. Love. Ja, hart klingt zum Beispiel immer geil. Emotion, Devotion, das klingt einfach besser als Nuclear Cheese Pieces. Und ich könnte ja irgendwie von Kriegen in dieser Welt singen. Also klingen die Worte alle bescheuert. Und natürlich, ich mache ja auch ziemlich, sagen wir mal, gefällige Melodien. Und ich meine, alles, was du dir anguckst, ich meine, also ob du U96 oder DJ Bobo oder was, die nehmen ja auch alle Heaven und Love und wer weiß was. Und ich finde sogar die Texte, das ist noch einfacher alles geworden. Früher hat man sich ja noch so, ich meine, auf so eine Brother Louis ist ja zum Beispiel mal irgendwie was anderes, finde ich. So heute sind ja nur I want you, you want me, I need you und wer weiß was. Body ist auch noch sehr ja, Body und Groove ist natürlich auch ganz megamäßig. Aber ich finde, die Texte heutzutage sind also noch viel, viel, viel einfacher geworden, weil das sind meistens noch nicht mal eine Idee dahinter. Aber meine Texte, also ja gut, die Melodie, dass das eben schön klingt, nicht so eckig klingt an irgendeiner Stelle. Ne? Und dann natürlich meine neue Single heißt Only With You, das ist natürlich eine Geschichte so, ich lerne meine neue Frau kennen und so und dann hat man sowas, trägt man irgendwie rum mit sich und dann singt man auf einmal eine Nummer und weiß eigentlich gar nicht warum. Und damals bei Your My Heart, Your My Soul war das auch, da war ich frisch verliebt und so und dann weiß man gar nicht, warum man das jetzt singt, aber eigentlich hat das dann irgendwie schon was mit dem zu tun, was man macht. Ne? Oder Brother Louis war natürlich damals der Luis Rodriguez in meinem Studio, der hieß eben Louis. Und also Louis eigentlich und so, der hat mich da mal geärgert und das habe ich ihm dann das hängt immer schon, das hat schon einen Bezug. Ne? Also schon autobiografisch. Aber weißt du, aber ich meine, Sherry Sherry Lady, das Übersetzen mit Kirsche Kirsche Dame ist einfach nur bösartig. Wer hat das gemacht? Ja, irgendwie früher mal in der Bravo waren dann immer so die Übersetzungen oder Tempo oder so, hat dann gesagt, ja, ist das ein wahnsinnig intelligenter Text, also Sherry Sherry Lady, Kirsche Kirsche Dame. Nur Hot Chocolate hatte auch mal eine Nummer, die Sherry Lady, da hat auch keiner was gesagt oder so. Nicht? Ich sage ja, ihr wart immer ein bisschen mehr Zielscheibe für alles. Ja, genau. Ja, wir mussten, also ich musste ihn besonders eben immer herhalten für alles und so. Nicht? Und man hat uns eben auch viel da gab es viele Neider damals und so und dadurch hing das wohl irgendwie zusammen. Aber ich habe das Gefühl, bitter geworden bist du dadurch nicht. Nee. Also so bitter in der Hinsicht, dass du sagst, so jetzt könnte ich... Traurig ist man und manchmal so, warum muss das so sein? Aber wenn ich dann, andere Leute haben genau die gleichen Probleme, glaube ich. Und dass es jemand gibt, lieber so,
finde ich, als ein Jahr hochgejubelt zu werden. Alle schreiben, du bist der Größte, du bist der Größte, und nach einem Jahr, weißt du, weil ich damals zum Beispiel, ich bin in Formel 1 gab's doch, ne? Da kam man wegen Ingolf Lück. Und Ingolf Lück war mega angesagt. Und dann stand Ingolf vor mir und so, weißt du, so, ich bin der Allergrößte, ich bin der Allergrößte. Ja gut, und du bist doch der letzte Pflaumenkopf. So, 2 Wochen später saß dann auf einmal Stefanie Tücking. Stefanie Tücking, sie ist die Größte, sie ist die Größte. Und alle haben mich immer so angeguckt, na, was willst du denn noch hier? Dann kam, nach Stefanie Tücking... Peter Ehlmann war der Erste, ja, Peter Ehlmann, genau. War der Erste. Dann kam... bei Formel 1 kam dann kam Kai Böcking, so. Weißt du, und dann war der Größte und so. Und weißt du, ich bin immer noch hier. Und die anderen, die, ich weiß nicht, wo die rumkrepeln da. Und weißt du, ich habe schon so viele kommen und sehen. Und es gab immer Leute, die über mir waren. Und Mann, ist doch mir egal. Hauptsache, ich kann da immer so ein bisschen mitmachen, weil mir macht Musik tierisch Spaß, ob du das nun glaubst oder nicht. Und ich würde alles dafür tun, möglichst noch 10 Jahre Musik zu machen. Schlecht. Ja, am liebsten hätte ich mich mit der Machete ins Flugzeug gesetzt und hätte ihm die Eier abgeschlagen, auf Deutsch gesagt. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Passt jetzt auch gut zu dem, was ich sagen wollte, mit der romantischen Seite von dir, weil du ja erst vor kurzem geheiratet hast. Und zwar auch noch in Las Vegas. Was ich mir immer vorstelle als so eine verkitschte, aber unheimlich romantische Hochzeit. War das so? Also, habt ihr mit Elvis geheiratet? Ja, wir haben also, das hing damit zusammen, dass uns ging das hier alles nicht schnell genug. Und meine Freundin ist, also meine Ex-Freundin, die jetzt meine Frau ist, die ist dann halb Bolivianerin und halb Deutsche. Und da wollten die Tausende von Formularen sehen und Aufgebot und 6 Wochen. Und da habe ich gedacht, wir setzen uns jetzt in den Flieger und fliegen nach Las Vegas. Und ich fand das einfach lustig. Also ich fand das witzig. Ich hatte keinen Bock hier auf diese ganze Spießigkeit und so. Ja, sind wir darüber gedonnert. Und ja, so besonders romantisch, also wer eine romantische Hochzeit will, den kann ich eigentlich nicht Las Vegas empfehlen. Weil das wir ist waren eine dann Plastik-Fastfood-Hochzeit. ja, weil du bist in einem Treasure Island da oder in irgendeinem von diesen komischen Hotels und dann fährst du meinetwegen in den 2. Stock. Da sagen die dir, möchten sie um 13.05 Uhr, 13.10 Uhr oder 13.20 Uhr heiraten. Und dann fährst du da runter mit einem Fahrstuhl und dann sagen sie zu dir, ja, die $200, $300 oder $400 Hochzeit. Hast du die $400 Hochzeit genommen? Nee, ich wollte die ganz schnelle. Also die $200 hast du genommen? Ja, vielleicht waren es ein bisschen mehr, aber ich wollte auch ohne, also die mit Video, mit Blumen oder wer weiß was. Ich habe gesagt, ohne Video, ohne Blumen und ganz schnell bitte. In Englisch oder in Deutsch. Warum hat es so gedrängelt, wenn ich mal fragen darf? Mal ganz so persönlich, kannst du natürlich jetzt sagen, hey, jetzt gehst du mal ein bisschen weit, aber nee, das ist nee. Was drängt denn so, wenn man sich liebt und so hat man doch auch Zeit, kann man doch auch 3 Monate später heiraten? Ich fand das irgendwie geil. Ich war irgendwie verliebt und so und habe mir gedacht, auch bevor ich mir das wieder anders überlege. Dann bist du ja noch richtig wie so ein kleiner Junge fast schon. Ich meine, du bist jetzt 42, ne? Na, leider. Und das ist aber noch ganz schön ungestüm, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin ziemlich ungestüm. Hast du denn nicht mal ein bisschen eine gesetztere Lebensweise dazu gewonnen mit den Jahren, wo man sich sagt, ich kann auch warten, das Leben rennt mir nicht davon, irgendwie sowas? Nee, bist du immer noch genauso wie früher? Ja, also ich habe mich also wirklich, also muss ich sagen, also ich bin leider da irgendwie zwischen 18 und 20 so stecken geblieben. Also ich möchte mir auch meine Kindheit oder meine Kindlichkeit oder Naivität, die ich habe oder so, die lasse ich mir von keinem nehmen. Es gab für mich noch nie irgendwelche Grenzen. Ich habe noch nie das gemacht, was andere Leute gesagt haben. Und das wird sich ja wohl in meinem Leben auch nicht mehr ändern, weil ich bin da ja ziemlich weit mitgekommen und so. Und alle haben natürlich gesagt, also du kannst nicht heiraten, du kannst das nicht machen und jenes nicht machen. Ich habe immer das gemacht, was mein Herz so gesagt hat und so. Und das kann ja auch sein, dass ich da wieder schief mitliege, weil viele Sachen, wie gesagt, in meinem Leben, die ich gemacht habe, waren eben unüberlegt und deshalb falsch im Nachhinein. Aber gelernt, du wolltest nicht gelernt haben. Nee, aber diese Erfahrung, ich meine, du hast ja bestimmt auch in der Bild gelesen, stand ja irgendwie jetzt am Sonntag, dass ich da 3 Millionen Mark an diesen Harzen verloren habe oder so. Aber da musst du eben durch. Das tut weh. Naja, wenn man die 3 Millionen so locker sitzt. Nein, also ich habe die nicht locker sitzen, aber das ist auch wieder eine Erfahrung für mich. Die möchte ich echt nicht missen. Das, was ich missen möchte, ist, dass vielleicht hätten das auch 2 oder vielleicht 100.000 wären vielleicht besser gewesen. Vielleicht angenehmer gewesen. Aber ich bin da, ja gut, ich bin da eben durch, ich bin auf die Nase gefallen. Er hat eben gesagt, jahrelang er ist mein dickster Freund. Und ich dachte, meinem dicksten Freund kann ich ein bisschen Geld anvertrauen und so. Und der ist abgehauen mit dem Geld? Ja, der hat ja überall, also die Leute beschissen und ist nach Südafrika ausgewandert und deshalb kriege ich den eben nicht zu packen. Und da ist dein ungestümer Geist, sagt dir nicht, da fahre ich jetzt hin und nehme ihn am Kragen. Da hätte ich ja fast schon wieder Lust. Ja, aber, pass auf, aber wir leben hier in einem Rechtsstaat. Und da kannst du nicht Zahn um Zahn, das ist irgendwie, glaube ich, altes Testament, das ist irgendwann mal abgeschafft worden. Selbstjustiz. Und wenn ich da jetzt hinfahren würde, ihm ihn auf die Fresse hauen würde, solange bis er mir mein Geld wieder gibt, mache ich mich strafbar. Ey, du kannst ja immer. Ich merke schon, du hast anscheinend schon mal drüber nachgedacht. Ja. Habe ich. Und meine Anwälte haben einfach gesagt, lass das mal wieder. Du warst echt schon fast so weit. Ja. Ja.
Nicht schlecht. Ja, am liebsten hätte ich mich mit der Machete ins Flugzeug gesetzt und hätte ihm die Eier abgeschlagen, auf Deutsch gesagt. Weil ich war zu tief enttäuscht. Ach, Dieter, du bist echt so ein offener Mensch. Du weißt jetzt, hier ist die Kamera und alles. Und du erzählst hier echt mal so frei von